Hallo zusammen. Hey, Wir sind heute im Leintal Zoo in Schwaigern. genau. Der Zoo, der hat ca. 40 Tierarten und es werden hier vernachlässigte Tiere aufgenommen. Hier zählt auch das Wohl vom Einzelnen. Ist ein eher unbekannter kleiner Zoo mit Affen, Emus. Genau. Ja, schaut's mal, was wir entdecken. Begleitet uns auf der kleinen Tour und ja, viel Spaß im Video. Bis später. Oh, das kitzelt. Das ist total sanft. Von dem Heimatverein Schwaigern gibt es hier auch verschiedene Infostände, wie jetzt hier zum Beispiel bäuerliches Leben und Arbeiten. Und hier wird ein bisschen erklärt, eben einfach über die Tiere. Hier, ich zeige euch mal ein paar Aufnahmen von hier. So, und jetzt kommen wir zum Affenbereich. Ihr seht es auch schon, die Affenhütte. Und was sehr schön ist, hier hat solche Rastplätze. Gerade wenn man als Familie herkommt und hier Vesper mitnimmt, dann ist es einfach richtig schön, der Park. Vor allem, was mir gefällt, der Park ist nicht so kommerziell, er ist nicht so überlaufen, aber einfach richtig schön. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch mit Familie hier definitiv herzukommen. Vor allem hier im Video, ihr werdet es gleich sehen, für so Affengehege sind echt riesig, vor allem in Verhältnissen zu anderen Tierparks, Zoos, die immer so sind. Also die Affen hier haben eine richtig Möglichkeit, hier rumzulaufen. Hier oben seht ihr zum Beispiel einen der Übergänge von einem Käfig in einen anderen Käfig. Also die einzelnen Käfige, die sind schon mega riesig groß. Und das brauchen die Affen aber auch wirklich, dass sie sich frei bewegen können. Und dass es zumindest einigermaßen, sage ich mal, ja, tiergerecht ist. Hier gibt es ja auch einen Innenbereich mit so kleinen Schaukästen, wo eben auch die Affen sich aufhalten können. Gerade wenn das Wetter draußen einfach nicht so prickelnd ist, zum Beispiel, kann ich mir vorstellen. Oder auch im Winter. Aber wirklich einfach sehr schön gemacht. Hier gibt es unheimlich viel so Kletterstangen und Hängen, so Hängematten.
So für die Affen. Wie gesagt, hier mit den Käfigen richtig schön gemacht. Und auch insgesamt ist der Park richtig naturnah. Wenn ihr hier die Wege anguckt und den ganzen Aufbau vom Park, also richtig naturnah. Und selbst einen kleinen Spielplatz gibt es hier für Kinder. Gleich gegenüber ist eine kleine Gastronomie, wo man eine Kleinigkeit essen kann oder Kaffee, Kuchen. Und man kann sich hier hinsetzen und eure Kinder können dabei spielen. Lebensraum Steinhaufen. Also für Kinder wirklich einfach toll gemacht. Es gibt hier so wie hier jede Menge Hinweisschilder, einfach um die Natur. Also hier zum Beispiel geht das Thema speziell um die Brennnessel. Hier zum Beispiel das Thema Lebensraum Wiese. Lebensraum, was gibt es hier für Tierarten, die hier zum Beispiel wachsen. Löwenzahn zum Beispiel, der Maulwurf, die Wiesenschaumzikade. Habe ich noch nie gehört. Habt ihr das schon mal gehört? Hier ist immer ein kleines Becken, wo man von oben, aber auch von unten reinschauen kann. Und zwar geht es hier im Lebensraum Teich, also Molche, Insekten, der Frosch zum Beispiel. Auch wieder mit solchen Hinweistafeln. Ja, einfach ein bisschen, auch für Kinder, einfach ein bisschen über unsere Natur kennenzulernen. Einfach, ja, schön hier. An der Station geht es um abgestorbene Bäume. Kennt ihr ja von unseren Videos, der Bannwald zum Beispiel. Und hier haben sie einen Baumstapel und auch wieder solche Hinweisschilder zum Thema abgestorbener Wald. Welche Tiere leben dort und wie wichtig ist es doch für unsere Wälder, dass die nicht aufgeräumt werden, sondern dass die Tiere und ihre Pflanzen, ihre Lebensraum erhalten bleibt. Hier seht ihr Amazonen. Was natürlich nicht fehlen darf, hier der Bienenstadt. Da hinten ist ein kleines Bienenhäuschen, aber man sieht es kaum, weil es schon ziemlich eingewachsen ist. Aber trotzdem schön. Guck mal, ein Emu. Na du. Hey, Hallo. miteinander. Hi. Das war jetzt ein wunderschöner Ausflug für ein paar Stündelchen. Die meisten Tiere haben sogar einen Paten, deswegen geht es ihnen besonders gut. Die Gehege sind wirklich großräumig. Das ist eine Freude, das zu sehen. Genau. Der Eintritt, der kostet zwischen 5 Euro und 7,50 Euro. Genau, 7,50 für Erwachsene, 6,50 für Schüler, Studenten und 5 Euro für Kinder ab 3.
Genau. Und die haben auch verschiedene Veranstaltungen. Das heißt, zum Beispiel zu bestimmten Uhrzeiten gibt es dann Fütterung von den Affen, wo man einfach mit beiwohnen kann. Und auch sonst haben sie, habe ich gerade gesehen gehabt, haben sie in den Sommerferien so ein Ferienprogramm, wo man mitmachen kann. Genau. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Ciao, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.